So, jetzt wollen wir noch mal ein bisschen auf die Einzelheiten schauen. Es gibt ja viele Forderungen da im Raum, Marie. Und du hast das Ganze mal ein bisschen zusammengefasst und auch mal geschaut, was passiert denn eigentlich, wenn man sich da jetzt nicht einigt? Ja, viele Zahlen, die da gerade so im Raum stehen. Aber es ist tatsächlich so, also die Zeit drängt schon. Denn sonst fällt man auf eine ziemlich alte Regelung zurück, die den VW-Konzern aber dann doch Milliarden kosten könnte. Gucken wir uns im Detail mal an. Das ist erst der erste Warnschuss. So wird das formuliert vom Betriebsrat von Volkswagen, von Daniela Cavallo. Und heute also die erste große Runde, 9 von 10 VW-Werken, wo also zumindest zeitweise die Arbeit niedergelegt wird. Einzig Osnabrück, da wird nicht verhandelt, denn die haben schon einen anderen Tarifvertrag. Aber alle anderen Werke, die beteiligen sich, das gab es auch jahrelang nicht. Je für 2 Stunden pro Schicht wird also gestreikt. Man geht davon aus, die IG Metall tut das, dass man damit etwa über 1000 Autos nicht bauen kann. Also dann schon auch etwas, was den Konzern schmerzen dürfte. Für 130.000 Beschäftigte soll also der neue Tarifvertrag verhandelt werden. Aber eben die Sorge ist groß. Ich habe hier die 4 Werke, die in der Diskussion sind, mal markiert. Also Dresden, Kassel, Emden und Osnabrück. Da ist nicht klar, ob die möglicherweise geschlossen werden müssten. Da drohen eben immer noch diese Aussetzungen. Man rechnet das durch. Das tut man im Volkswagen-Konzern. Etwa Emden, da sind 8.000 Menschen beschäftigt. Wenn man dieses Werk komplett schließen würde, würde man so um die 600 Millionen Euro einsparen. Das also weiterhin die Sorge, die auch dahinter steckt, jetzt hinter diesem Tarifkampf, hinter den Verhandlungen. Denn wir haben ja verschiedene Angebote oder Ideen, die da momentan kursieren. Einerseits haben wir das Sparprogramm von Volkswagen. Das ist enorm, denn allein 2 Milliarden Euro soll eingespart werden bei den Personalkosten, also bei den Arbeitskosten. Und das ist nicht mehr nur zu machen mit eben Menschen, die früher in Rente gehen oder Ähnliches, sondern da heißt es wirklich, wir müssen die betriebsbedingten Kündigungen wählen oder eben ganze Werke dicht machen. All das übrigens auch wegen der Verträge dann ab kommendem Sommer wäre das möglich, auch diese betriebsbedingten Kündigungen. Nun sagt ja die Mitarbeiterseite, die Gewerkschaften sagen, aber wir sind euch doch schon so entgegengekommen. Das wollte der Konzern nicht. Da geht es um die 1,5 Milliarden Euro, die allerdings, muss man sagen, das sind ja künftige Erhöhungen des Gehaltes jetzt über die Verhandlungen, die also in einen Zukunftsfonds gezahlt werden sollen, die aber jetzt am Status quo, also am Gehalt an Geldern, die ausgegeben werden müssen, für den Konzern nichts reduzieren. Und genau deswegen sagt man, das wollen wir nicht, auch wenn dieses Angebot schon als Kompromiss auch gesehen worden ist. Was passiert, wenn die sich jetzt nicht verständigen? Denn immerhin, wir haben ja nun also schon 3 Tarifrunden hinter uns. Am 9. Dezember geht das Ganze weiter. Und sollte das alles nicht klappen, dann fällt man auf Regelungen zurück, die also vor dem 1. Januar 1994 in Kraft getreten sind. Denn Volkswagen hat ja jetzt im Zuge einige 6 Verträge insgesamt gekündigt. Das heißt, man fällt auf den letzten davor gültigen wieder zurück. Würde bedeuten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 4,5% mehr Gehalt. Ich habe mal 2 Beispiele mitgebracht, was das für die Tarifgruppen bedeutet. 1 bis 20 gibt es übrigens bei Volkswagen. Also nehmen wir mal hier Tarifgruppe 13. Das sind Leute, die Berufseinsteiger sind mit einem Bachelorabschluss. Die würden also statt 5.302 Euro dann 5.544 Euro verdienen. Ist schon mal nicht schlecht. Aber im Gegenzug würde sich auch die Wochenarbeitszeit erhöhen. Und zwar für alle, sowohl in der Produktion als auch eben im Büro, auf dann 35 Wochenstunden. Nimmt man das mal zusammen für die über 120.000 Beschäftigten, kommt man also auf etwa 1 bis 2 Milliarden Euro mehr, die der Konzern dann ausgeben würde. Also auch kein so richtig gutes Szenario für Volkswagen. Und übrigens auch bei den Leiharbeitern. Da tut sich was, denn auch diese Verträge, die hatte man geändert und gekündigt. Das können wir uns mal angucken. Bisher ist das nämlich so, Leiharbeiter ja ein großer Faktor, auch bei Volkswagen. Bisher hat man die also immer bis zu 36 Monate auch einsetzen können, ohne den Festvertrag geben zu müssen. Und durch diesen gekündigten Vertrag gilt das dann eigentlich ab Januar nur noch für 1,5 Jahre. Entweder die Leute sind dann raus oder bräuchten dann einen Festvertrag. Das heißt auch übrigens, darüber wäre einiges an Personalabbau sicher, einfach über den Leiharbeitsmarkt. Aber Fakt ist der, die Verhandlungen, die sind wirklich jetzt spitz auf Knopf und der Druck durch die Arbeitnehmerschaft, der wird sicherlich noch weiter erhöht werden. Ja, da ist Eile geboten, würde ich mal sagen. Allerdings. Denn das Ganze, also spätestens ab kommendem Sommer wäre dann wirklich die alte Regelung wieder in Kraft, wenn man jetzt gar nicht zusammenkommt. Ja, sind wir mal gespannt, inwieweit man da überhaupt jetzt auf einen Nenner kommt. Nochmal. Dankeschön, Marie.